So, willkommen zurück zu einem normalen Update-Video. Wir werden uns heute ein ganz kleines Update für AMC gönnen. Ich begebe mich in die Höhle des Löwen und wir schauen uns heute zum ersten Mal mein Tesla-Tracking an. Wir machen, weil morgen Earnings sind in der Früh, ein kleines Update für Unity-Software. Wir machen auch wegen der Price-Action heute ein kleines Update zu Beyond. Dasselbe gilt für Sava und auch zum ersten Mal werden wir uns heute SoFi anschauen. Wenn es euch interessiert, bleibt einfach dran. Wie immer, ich benutze die fraktale Methode für mein Tracking. Ich werde das Erklärvideo wieder ans Ende des Videos hängen oder ihr sucht es einfach nach der Playlist Fractal Method auf meinem Kanal. Na gut, dann springen wir gleich rein in AMC. So, heute wieder nur ein klitzekleines Update zu dem, was wir heute gemacht haben. Für die ganze Geschichte, für Preistargets, für Zwei-Part-Squeeze oder nicht oder was auch immer, werde ich wieder das Video mit der ganzen Geschichte ans Ende des Videos hängen. Jetzt zoomen wir mal rein, was wir heute gemacht haben. So, dazu muss ich leider sagen heute, gestern habe ich ja im Video noch gesagt, es wäre toll, wenn wir dieses kleine Higher Low hier halten würden, ja, dass das hier unser V ist und dass wir bis Ende der Woche dieses größere Higher Low machen. Ich sage nur, dass das Problem, was ich derzeit habe, sind diese zwei doppelten Böden. Für unser Haupt-V, was wir ja wollen für den Squeeze, ne, ich mag keine doppelten Böden. Ja. Wir hatten das hier letzten Freitag. Wir hatten das, ja, hier war es eigentlich sogar gut. Ja. Aber wir hatten das auch hier am Montag. Ja. Nee, einfach nee. Ich glaube wirklich ernsthaft, dass wir bis Freitag, vielleicht fangen wir morgen auch schon an, hier runterbrechen werden. Ja, glaube ich noch immer. Mein Preisziel, ich will noch immer die Trendlinie, unsere Trendlinie fürs untere Megafon nicht wirklich berühren. Ja. Ich kann es nicht ausschließen, aber meine Preisziele sind noch immer zwischen 1,30 und 25, 22. Ja. Ich möchte diese Linie nur einfach nicht berühren. Sollte das aus irgendeinem Grund doch halten, ja, sollten wir von morgen an Upside sehen. Ja. In dem Fall bleibt das Tracking noch immer gleich. Wir machen unser kleineres High Low, machen dann unser großes. Ja. Ob sich das noch ausgeht bis Ende der Woche, kommt das Volumen an. Und dann brauchen wir noch immer unseren Run zu unserem A und zu unserem mittleren, was wahrscheinlich an der 200 EMA rejecten wird. 0.5 Pullback. Und in dem Moment sind wir dann fertig und können marschieren. Eine Sache nur, sollten wir jetzt morgen oder bis Freitag hier runterbrechen, ich weiß, viele Leute erwarten sich das, dass wir dann vom V squeezen. Ich bin einfach noch immer der Meinung, wir hatten das nie. Ja? Bei allen Squeezes, 2021, 2024, 2025, wir sind nie vom V gesqueezed. Nie. Ja? Somit, wenn wir bis Freitag jetzt runterfallen und unser V machen, ist für mich nächste Woche einfach gestorben. Ja? Vielleicht, weil es jetzt ein ganz spezieller Squeeze ist. Okay, lass ich mir einreden. Ja? Mein Gott, wer wird uns böse sein, wenn wir dann einfach am Montag 120 bis 700 sind? Okay, warum nicht? Ja? Für meine Tracking-Regeln sehe ich es einfach nicht. Was GameStop angeht, hat sich nichts geändert am Tracking. Ich sehe noch immer Upside. Super. Okay, nächstes ist Beyond. So, für Beyond einfach nur eine kleine Zusammenfassung. Ja.
Beyond seit seiner IPO, also hat seine IPO im Run zu seinem Allzeithoch, zu seinem C gestartet. In dem Moment, wo EMC und Chemie, Kors und einige anderen ihren Squeeze 2021 gehabt haben, hat Beyond sein Lower High gemacht. Dann sind wir runtergefallen zu unserem Midpoint, die gleiche Linie, wo wir unser B erwarten. Dann sind wir weiter runtergefallen zum Last Time to Sell, ja, die gleiche Linie, wo wir jetzt dann unser A erwarten, also irgendwas über 15. Ich würde irgendwas ausgehen von 15 bis 25. Und dann sind wir runtergefallen zu unserem V. Und dann haben wir unser großes Higher Low gemacht, was wir vielleicht jetzt dann bald beenden. Ne? Gut, dann zoomen wir mal da hinein. So, weil ich ja derzeit keine Alternative habe, weil ich habe derzeit wirklich keine Alternative. Ein Kollege von mir hat eine Alternative. Wir fangen mit der bärischen Alternative an. Ja. Die Alternative Beyond wäre, dass das hier nicht unser Last Time to Sell wäre, sondern weil wir nur so ein kleines M hier haben, dass das erst unser M wäre. Das ist unser Midpoint. Das bedeutet, ja, wir sollten eigentlich noch hier noch raufgehen, rejecten, das wäre dann unser T und dann würden wir runterfallen. Die Frage ist, brechen wir dann ein neues Allzeitlow oder bouncen wir irgendwo hier unten zwischen 60 und 50 Cent und gehen dann nach oben. Ja. Ich sehe es einfach derzeit nicht. Allerdings, ich muss jetzt sagen, ich habe keine Alternative und ich hasse es, wenn ich keine Alternative mehr habe. Dieser Kollege hat die Alternative, dass wir jetzt gerade in dieser Candle hier wären. Das würde allerdings auch bedeuten, wir machen ein neues Allzeitlow. Ja. Ich werde das einfach mal so stehen lassen. Ja. Warum ich nicht glaube, dass es so ist, ist einfach, wir haben eigentlich das perfekte M, das perfekte T und das perfekte Higher Low. Jetzt plötzlich ein neues Higher Low zu machen, ich sehe es einfach derzeit nicht. Aber immer eine Alternative haben. Zu der bullischen Variante hat sich eigentlich nichts geändert. Ja? Also das hier war noch immer unser T. Es hat am 20. November angefangen. Technisch gesehen war es am 30. Jänner fertig. Und wir haben unser Higher Low abgeschlossen am 5. Februar 2026. Und seitdem machen wir unser Micro Higher Low. Ja, einfach nur dieses kleine Micro Higher Low zu diesem großen Higher Low. Bedeutet, es schaut schon extrem gut aus, dass wir schon unser Peak für dieses Micro Higher Low erreicht haben. Ja. Ich meine, wenn wir jetzt noch weiter raufgehen, ja, dann werden wir wahrscheinlich hier an dieser Linie rejecten. Bedeutet 87 Cent. Ja. Wenn nicht, wohin gehen wir? Naja, wir haben zwei Möglichkeiten. Entweder wir nehmen einfach die FIB 786, bedeutet, wir müssen unter 68 Cent. Wir können uns allerdings auch einfach nur den Chart anschauen und das bedeutet, unser A ist hier. Ja? Und unser B-Boden ist hier. Das bedeutet 67 Cent. Und wenn wir jetzt schon hier sind, ich meine, das wäre dann schon sehr knapp, aber wir haben hier noch immer eine kleine Gap offen. Schauen wir auf den 30-minütigen Chart. Ja, diese Gap geht von 65 Cent bis zu 66 Cent. Ja. Also im besten Fall, damit einfach nichts mehr offen ist oder was auch immer, würde ich gern bis Freitag diese Gap füllen, das Higher Low aber halten. Ja. Und nächste Woche, Montag, ist keine Börse. Ist eine kurze Woche. Normalerweise sind kurze Wochen eher rot und bearish. Allerdings haben wir auch schon sehr oft gesehen, dass rote Wochen gut für Squeeze Plays sind. Ja. Also, ja, im besten Fall, wir machen das bis Freitag. Vielleicht sogar schon früher. Ja. Beyond hat nichts, wo man sagen kann, es kann nur Freitag, Montag, Dienstag squeezen. Ja. Also
Wenn wir das morgen machen, ja, und bouncen, dann kann das schon Donnerstag, Freitag losgehen. Ja. Für Levels, ja, sollten wir aus irgendeinem Grund jetzt ab morgen raufgehen und wir brechen über diese Trendlinie, also über 87 Cent und gehen dann noch zu 1,10 $, ist das für mich Bestätigung, alles Bärische, was ich gesagt habe, vergesst das aus dem Fenster, wir marschieren. Sollten wir für die Downside noch einmal 64 Cent berühren oder, ich meine, brechen ist klar, aber auch nur berühren, ihr wisst, keine doppelten Böden, dann können wir nur hoffen, dass wir 50 Cent nicht berühren, ja, weil sonst machen wir ein Allzeitlow. Als Alternative, ich sehe es derzeit nicht, ja, für mich schaut das noch immer extrem bullish aus. Und wie gesagt, fürs bullische Tracking, unser nächstes Ziel ist irgendetwas über 15 $, aber unter 40. Also irgendwas zwischen 15 und 25. Und noch eins dazu, wenn wir auch nur irgendetwas Ähnliches wie Oktober machen, sollte das relativ vertikal sein. Leider wissen wir nicht, wie A und B ausschaut. Ja, das wissen wir nicht. Ja. Das wäre zum ersten Mal ein A. Aber wir wissen zumindest, wie ein Pullback vom Higher Low ausschaut. Ja. Also sollten wir sowas Ähnliches machen, extrem schnell nach oben, extrem langsam nach unten. Ja. Mal schauen, was passiert. Okay. So, nächstes ist Unity, weil morgen einig sind. So, auch für Unity eine ganz, ganz kleine Zusammenfassung. Es hat seine IPO zum Run zu seinem B gestartet. Das ist wichtig für jetzt. Dann B Pullback rauf zu unserem Allzeithoch, Lower High, Midpoint. Diese Midpoint-Linie ist wichtig, weil das ist eigentlich unser nächstes Preisziel. Dann runter zu unserem T. Diese Linie war eindeutig unser A und dann runter zu unserem V, zu unserem Allzeitlow. Dann haben wir ein perfektes Higher Low gemacht und dann haben wir ein perfektes A gemacht. Viel schneller, als ich erwartet habe, aber wen stört's? Der A-Pullback war ein perfekter Drop zu unserem Point 5, fast 6,18. Und fürs bullische Tracking bedeutet das, das war unser Bounce. Unser nächstes Ziel ist B. Und zwar, wie schon gezeigt, über der M-Linie, also irgendwas über 109. Ja. Und dann kommen wir gleich dazu, ob wir soweit sind. Und dann danach kommt der Point 5 Pullback. Und zwar von unserem A-Boden. Also sagen wir 113, ja, wird unser B. Dann knallen wir wieder runter zu 52. Und wenn man sich das anschaut, wie schnell könnte das gehen? Wir haben die Hälfte vom B-Run schon gesehen. Ja. Wir wissen nicht, wie das davor ausgeschaut hat, aber zumindest die zweite Hälfte sollte ziemlich vertikal sein. Wir sehen auch, dass wir einen ziemlich guten Point 5 Pullback hier bekommen. Und der wird ein bisschen länger dauern. Ja, es kann schon ein paar Monate dauern. Ja, und danach ist nur die Frage, brechen wir allzeit hoch oder nicht. So, weil jetzt morgen in der Früh Earnings sind, sind wir fertig. Naja, dann schauen wir uns das mal genauer an. Die Sache ist die, ihr wisst ja, ich will immer meine Higher Lows. Ja. Hatten wir hier absolut nicht. Ja. Und wenn man sich auch noch ein bisschen genauer anschaut, ich glaube, wir haben hier noch immer eine Gap offen. Jetzt ist morgen Earnings in der Früh, ja, bevor die Börse öffnet. Im besten Fall, ja, war das hier unser Peak heute, ja, und wir machen jetzt einen Higher Low morgen bei den Earnings. Ja. Vielleicht sogar ein Gap Down. Wäre super, weil dann haben wir es hinter uns. Ja. Also vielleicht füllen wir diese Gap hier zwischen, was ist es? Zwischen 23 und 1 Cent und 23 und 50 Cent. Ja. Egal, ob die Earnings jetzt gut sind oder schlecht. Ja. Irgendeine Ausrede finden sie immer. Machen das und brechen und berühren aber nicht 22,50. Das wäre der perfekte Buy. Ja. Kein Financial Advice,
aber das wäre der perfekte Buy für Shares und Optionen. Ja. Weil danach geht es auch nach oben. Ja. Sollten wir, jetzt machen wir die Levelphase, sollten wir doch darunter brechen, ja, dann ist unser Ziel 21 bis 18. Ja. Aber nicht unter keinen Umständen unter 17. Ja. Weil das wäre dann falsch. Ja. Also irgendwo hier unten. Falls. Ja. Es schaut jetzt sehr gut aus, dass es einfach nach oben geht. Für die Levels nach oben, ja, sollten wir über 31,65 gehen, ohne hier runter zu gehen, schaut das schon gut aus. Sollten wir über 38 gehen, ja, dann wäre das eine der sehr wenigen Beispiele, wo wir einfach sagen, okay, wir brauchen kein Higher Low. Es war einfach A-Pullback und wir rennen. Ja. Nächstes Ziel, egal wie man es dreht. Ich weiß, ich habe nicht wirklich eine Alternative dafür, weil es schaut einfach perfekt aus. Weil wenn ich jetzt sage, das ist unser T, ja, sag niemals nie, aber das passt einfach gar nicht. Unser nächstes Ziel ist 109. Und ich gehe davon aus, dieses Jahr noch. Schauen wir mal. Okay, nächstes ist Tesla. Und für Tesla bitte, ich weiß, ja, die Fans von Tesla, ich gebe hier nur meine eigene Meinung zugrunde. Bitte bringt es mich nicht um. Davon abgesehen, ich habe eigentlich nicht wirklich eine bärische Alternative. Für Tesla. Unser A ist vom August 2012 bis Juni 2019. Von Juni 2019 bis Jänner 2023 ist unser B. Was hier schon mal wichtig ist, ist, wenn man sich das hier anschaut, von unserem A-Boden bis zum B-Peak, das kommt nah ran an dem 0.5 Pullback, ist aber doch relativ weit weg. Ja? Wenn man sich jetzt aber zum Beispiel dieses kleine A anschaut, also wenn man einfach nur das hier als ein kleines Fractal ansieht, ja, dann ist das hier unser V, das ist unser Higher Low, das ist unser A, das ist unser B. Ja. Und wenn man auch hier wieder die Fips nimmt, von unserem absoluten Low zu unserem A, ist das ein schöner Bounce bei der 0.5 oder der 6.18. Unser B im Gegensatz ist weit weg vom 0.5er. Ja. Merkt euch das. Jetzt ist das B fertig. Wir sind jetzt auf dem Weg zu unserem C. Und meiner Meinung nach ist dieses C noch nicht fertig. Ja. Wenn wir jetzt ins mittlere Tracking reingehen, ja, und wir uns das hier auch als eigenständiges Fractal anschauen, dann haben wir am Dezember 2022 unser V. Bis April 2024 war unser schönes High Low. Vom April 2024 bis April 2025, das war einfach nur unser A. Auch hier wieder von unserem Low zu unserem A. Perfekter 0.5 Pullback. Und wir suchen jetzt noch immer unser großes B zu diesem A. Wenn wir jetzt nochmal mehr ins Microtracking reingehen, ja, und wir schauen uns nur das hier wir schauen uns nur das hier als Fractal an, ja, weil das wäre unser nächster Move. Dann fangen wir wieder bei 0 an, dass das hier unser V ist. Das hier ist unser A, auch hier wieder von unserem Boden zu unserem Peak, perfekter 0.5 Pullback. Und dann nehmen wir von unserem A-Boden zu unserem B-Peak und es ist eindeutig kein 0.5 Pullback. Und dazu muss ich auch sagen, dass dieses Tesla mich jetzt schon, glaube ich, ja, zweimal verarscht hat. Ja? Weil, wie ich das getrackt habe, ja, klarerweise habe ich angenommen, dass das unser B-Peak ist. Ja? Perfekt. Gehen wir short zu 0.5. Und da hat Tesla gesagt, nö, will ich nicht.
Interessiert mich nicht, ich bounce hier. Gut, dann sind wir gebounced. Also war es eindeutig, das ist unser B-Peak. Gut, gehen wir wieder Short. Gehen wir wieder zu 0,5. Ja. Und dieses kleine ist wieder höher gebounced. Und diesmal sogar mit einem Higher Low. Ja? Also so gesehen, Tesla mag es, wenn es in seinem B ist, egal ob Micro, Mid oder Makro. Es mag einfach zu verarschen. Ja? Es kommt nahe der 0,5, aber es bleibt nicht sehr nahe darüber stehen. Na, das war jetzt nicht Deutsch. Es bounced höher. So, was bedeutet das jetzt? Bevor wir uns den Vergleich anschauen mit der Position in der Vergangenheit, wo ich es vergleiche, bin ich der Meinung, wir sind jetzt sehr knapp dran. Das bedeutet, das hier war unser B-Pullback. Das Einzige, was jetzt noch fehlt, ich meine, wir können jetzt noch ein bisschen weiter raufgehen, ja, aber das Einzige, was uns jetzt noch fehlt, ist ein Higher Low. Bei dem will ich das wirklich sehen. Ich glaube, wir werden dieses Higher Low bis Ende Februar machen. Ja? Und da haben wir eigentlich nur noch 2 Wochen, 1,5 Wochen. Ja? Was danach passiert, ist das. Warum auch immer. Ja? Es ist scheißegal, was für eine News kommt. Das kommt als nächstes. Ja? Wie hoch das geht, können wir jetzt argumentieren. Ja? Oder diskutieren. Ja? Es kann sowas sein, es kann auch sowas sein. Ja? Aber hoch. Ja? Also meine Preisziele sind irgendwas zwischen 600 und 900. Ich kann auch mit höherem leben. Und dazu sei gesagt, bevor wir uns den Vergleich anschauen, das ist nur unser großes, das ist nur unser mittleres B. Ja? Der nächste Peak, der kommt. Was ich damit meine, das ist einfach nur das mittlere B für diesen Move. Ja? Am Ende des Moves steht unser mittleres C und unser großes C. Das große C für ganz Tesla. Ja? Wann auch immer wir das dann erreichen, ich meine, ich werde es weiter tracken, danach kommt ein Pullback. Und danach kommt ein Pullback, der sich gewaschen hat. Ja, weil unser nächstes Ziel ist dann hier unten. Ja, ob es dann einen Split gibt oder nicht, sei dahingestellt. Aber jo, aber das interessiert ja uns derzeit noch nicht. Somit zum Vergleich jetzt. So, hier der Vergleich. Linke Seite, einstündiger Chart 2020 und zwar von April oder März bis Juni. Rechte Seite, 8-stündiger Chart. Wir werden dann noch weiter reinzoomen, natürlich heute. So, mit was ich es vergleiche? Mit einfach nur, es schaut so aus. Ja? Wäre dieses Low, ist dieses Low. Das Ganze hier ist das Ganze hier. Wir brechen aus mit dem einzigen Unterschied, damals war dieser Peak noch unter dem Peak von vorher, macht aber nichts. Und dann sind wir hier rauf in diese Area gekommen. Und hier stimmt es wieder, weil dieses Peak hier höher als das vorige ist. Dieses Peak ist höher als dieses vorige. Und jetzt zoomen wir da hinein. Wir schauen uns jetzt nämlich einfach nur von Juni, 10. Juni 2020 bis 30. Juni 2020 an. Wäre das gleiche wie hier vom 2. Oktober bis heute. Ja, und meiner Meinung nach sind wir im besten Fall gerade hier. Oder nein, eigentlich nicht. Eigentlich wären wir jetzt schon irgendwo in diesem Top hier. Ja, dieses Top. Ich meine, okay, wir können jetzt wirklich noch ein bisschen raufgehen. Ja. Dann machen wir unser Higher Low und dann kommt unser Move. Und in Tesla-Manier sollte der wieder mal extrem volatil sein. Ja. Für Levels. Ja, die Sache ist die.
Sollten wir über 462 gehen, könnte ich schon fast der Meinung sein, wir brauchen das Higher Low nicht mehr, weil das wäre zu hoch. Bestätigung ist alles über 498, klarerweise. Ab geht's. Sollten wir nochmal unter 387 fallen, muss ich es mir nochmal anschauen. Derzeit schaut es aber fantastisch für einen Run aus. Und zum Abschluss sei dazu gesagt, in dem Fall ist es mir wirklich absolut wurscht, was der Markt macht. Ob SPY crasht, Nasdaq crasht, ist mir absolut wurscht. Tesla hat schon oft genug gezeigt, dass es einfach sein eigenes Ding macht. Ja? Was die News sein könnten, keine Ahnung. Ein Merger mit SpaceX, was auch immer. Elon Musk kauft wieder 1 Billion Shares, Aktien. Scheißegal. Fractal für die bullische Variante zeigt massive Upside. Schauen wir, ob stimmt. Okay, nächstes ist Summer. So, für unser kleines 100% Risk Play, einfach zur Wiederholung. Warum schauen wir uns das überhaupt an? Wir müssen auf dem 24-stündigen Chart. Es ist eine Bio-Company, so, ja, die schlimmsten von den Schlimmen. Warum schauen wir es uns an? Weil es immer dasselbe macht. Peak, Gap Down, Bullshit, Gap Up. I mean, hier nicht wirklich, aber hier wieder Peak, Gap Down, Bullshit, Gap Up. Peak, Gap Down, Bullshit, Gap Up. Peak, Gap Down, Bullshit, Gap Up. Ja, macht immer dasselbe. Und in unserem jetzigen Fractal, was eigentlich das größte ist, haben wir unser V. Wir knallen hinauf zu unserem T, Lower High Midpoint T, was unser Peak ist. Gap Down, Bullshit, Gap Up. Im besten Falle. Ja. Und wir reden von dieser Gap hier, und zwar der Gap von 25, 26 Dollar bis 5 Dollar. Ja. Jetzt haben wir hier 3 verschiedene Varianten. Wir fangen mit der bärischen Variante an. Das bedeutet, das war einfach nur ein Bounce. Wir werden runterknallen, ein neues Allzeitlow machen. Bedeutet, wir würden sowas wie hier machen. Ja? Wir wären jetzt gerade in dieser Position hier, knallen runter, neues Low, und dann machen wir das hier. Und das wird einige Monate dauern. Ich gehe von Juni, Juli, Oktober oder irgend sowas aus. Also macht das Ganze dann unspielbar, meiner Meinung nach. Ich gehe dann trotzdem davon aus, dass wir Ende Sommer, Herbst noch immer den Gap-Fill bekommen. Ja? Das wäre die bärische Variante. Jetzt zur bullischen Variante. Für die bullische Variante war das hier am 9. April 2025 unser V. Und seitdem haben wir unser perfektes High Low gemacht. Und jetzt gibt es 2 Versionen. Die bullischste Version und die schnellste Version wäre, das Higher Low ist hier am 6. Februar fertig gewesen. Es ist zwar keine 786, ja, aber dieses A passt perfekt hinein. Und das Higher Low muss eigentlich nur unter den A-Boden. Unser A-Boden wäre hier, bedeutet, wir sind schon drunter und fertig und sind gebounced. Was wird als nächstes passieren? Wir werden jetzt gerade in unserem kleinen Micro-Higher Low. Und im besten Fall war das hier, was wir heute gemacht haben, unser Peak, unser kleines C. Ja? Bedeutet, bis Freitag gehen wir hier runter, ja? Irgendwas 1,94, brechen und berühren aber nicht 1,87, beenden das und Gap Fill. Ja? Sache ist auch diese Aktie, könnt ihr nachschauen, springt immer oder startet ihre großen Moves Freitag in der Früh, Freitag After Hours oder Montag. Ja? Eigentlich jeder Gap-Fill hat an diesen Tagen gestartet. Deswegen sage ich, wir würden bis Freitag fallen. Sollten wir aus irgendeinem Grund hier ausbrechen und sollten wir über 2,34 gehen, ist das schon sehr bullish. Sollten wir, Entschuldigung, Hund ist ausgerastet, sollten wir über 3,50 gehen, gibt es keine Downside mehr. Ja, dann knallen wir noch um.
Die einzige Alternative, wo wir nicht ein Allzeitlow machen, bedeutet, wir orientieren uns an der 7.86. Wenn wir uns anschauen, wo die ist, bedeutet das hier war einfach nur ein Bounce. Unser A ist hier und wir müssen hier drunter. Ja? Also unter 1,58. Dann machen wir noch immer unser kleines Higher Low und dann marschieren wir. Ja? Das wird natürlich ein bisschen mehr Zeit brauchen. Schauen wir, was bis Freitag passiert. Okay. Und bevor wir zum nächsten gehen, die Sache ist, vorsichtig, wenn ihr Optionen spielt. Ich sage das jedes Mal dazu bei dieser Aktie. Die Option Chain ist komplett tot. Ja. Wenn ihr reingeht und wir bekommen keine Move, kommt sie nicht mehr raus, sage ich nur. Das Interessante der Sache ist, wenn wir diese Gap füllen, das ist ein 1000% Move. Das ist halt ein 10.000% Move für Optionen. Ne? Okay. Letztes ist SoFi. So, für SoFi habe ich eigentlich nur bärische Varianten. Ja. Eine ist extrem schlecht und eine ist zwar gut, geht aber trotzdem noch immer runter. Fangen wir mit der ganz schlechten Variante an. Das wäre eh gleich die. Ja. SoFi hat in seiner IPO in seinem B angefangen. Also das könnte sogar schon das kleine B sein. Ja, man muss sich halt da nur ein bisschen was davor dazu denken. Und dann ist es raufgerannt zu seinem vorigen Allzeithoch. Lower High, Midpoint, was unser B war, runter zu unserem T, was unser A war. Weshalb ich auch mehr zu dieser Variante tendiere. Aber kommen wir gleich dazu. Dann zu seinem Allzeitlow im Dezember 2022. Perfektes Higher Low unter der Trendlinie. Ausbruch zu unserem A, was über der T-Linie liegt. Und dann haben wir einen perfekten oder fast perfekten 6.18 Pullback gemacht. Dann sind wir rauf zu unserem B gegangen, was auf der M-Linie liegt. Und dann haben wir unseren B-Pullback gemacht. Und wenn man sich das anschaut, von hier nach hier, es ist zwar kein 0.5 Pullback, aber funktioniert noch, solange wir nicht die 7.86 berühren. Ja, und dann sind wir übers Allzeithoch und zu unserem C gelaufen. Wenn man das jetzt komplett eigenständig betrachtet, ist das unser C. Bedeutet, im allerschlimmsten Fall haben wir unser Lower High schon gemacht und wären jetzt irgendwo schon hier. Ja? Vielleicht haben wir sogar schon diesen Bounce gemacht zu unserem M. Ja? Bedeutet, im schlimmsten Fall brauchen wir jetzt wieder der A. Bedeutet $6. Ja? Würde dann auch wahrscheinlich so ausschauen. Ja? Die Alternative wäre, also die wirklich bullische Alternative, wäre, dass das hier aus irgendeinem Grund unser B ist. Ja? Bedeutet, wir müssten aber noch immer runtergehen. Ja? Und zwar hier zu $14. Ja? Selbst wenn man sagt, das wäre unser A, wenn wir jetzt alles über den Haufen werfen würden, dann würden wir noch immer zu $16 runterfallen. Also die Richtung ist runter. Und das funktioniert für mich nicht. Es funktioniert nicht. Das ist einfach nur Hoffnung. Ja. Die einzige bullische Variante wäre für mich, wenn das hier entweder unser A ist oder unser Higher Low. Also das Ganze hier. Ja. Einfach komplett rausgesummt betrachtet. Das bedeutet nämlich, dass das hier unser A oder unser B ist. Ja. In beiden Fällen würden wir dann nur die 0.5 FIB brauchen. Das bedeutet, wenn man normal das wegnimmt, dass alle gegen alle Regeln verstößt, das Bullischste, was ich sehe, ist, wir knallen hier runter, irgendetwas zwischen 11 und 10 und bouncen hier. Ja. Das bedeutet, wir machen noch ein nächstes C oder ein nächstes B. Ja.
Wenn wir hier allerdings weiter runterknallen und ich glaube sogar, ganz ehrlich, also wenn wir unter 8 $ fallen, dann werden wir wie an der A machen. Ja. Und dann schauen wir weiter. Alles in allem runter. Ich habe, vielleicht irre ich mich, ja, passiert, ja. Aber ich habe derzeit einfach keine bullische Variante. Und wenn man jetzt noch argumentiert, okay, Fractals tun sich ja immer wiederholen, wo ist denn der Peak und der Peak? Ja? Weil das ist ja viel größer. Ja? Gebe ich euch recht. Ja? Wenn man es jetzt ganz blöd sieht, könnten wir jetzt vielleicht wirklich sowas noch machen. Ja? Und dann es runterknallen. Sache ist aber trotzdem, ich glaube, wir haben es schon. Ja? Ihr seht, wir haben hier unser Allzeithoch, Peak Nummer 1, Peak Nummer 2. Und das ist zwar kleiner, aber hier ist unser Allzeithoch, Peak Nummer 1, Peak Nummer 2. Und beide sind Lower Highs. Somit, und dann könnte man auch argumentieren, okay, wir haben hier von unserem Allzeithoch ein Low und das nächste ist ein Higher Low. Ja, nur das haben wir auch. Allzeithoch, Low und hier haben wir ein Higher Low. Ich wäre also vorsichtig zu hoffen, dass das Ding nochmal in die Nähe von Allzeithoch in näherer Zukunft geht. Ja. Für mich schaut das gerade sehr bärisch aus. Aber schauen wir mal. Okay, wie immer, wenn es euch gefallen hat, gibt es mein Like. Erklärvideo kommt hier. Playlist kommt hier. Da dahinter verlinke ich das Video mit der großen Geschichte für AMC. Ja, und wenn ihr mehr sehen wollt, gibt es mein Abo. Schauen wir mal, was der Rest der Woche bringt. Wir sehen uns.